Wie wir dieses coole Stück Holz hier, dieses Eichenholz, richtig cool biegen können, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Viel Spaß beim Schauen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ja, heute geht es um ein cooles, sehr cooles Essregal, das wir uns selber bauen werden. Oder indirekt geht es eigentlich auch um Holzbiegen. Holzbiegen kennen viele schon, eigentlich gibt es auf YouTube genug Bauanleitungen mit Hitze, mit Wärme, mit Wasserdampf, mit allem drum und dran. Auch mit der Kreissäge, mit der Tischkreissäge, Formatkreissäge, wo ich dann hier Schlitze reinmache. Und mit diesen Schlitzen kann ich dann praktisch das Holz feucht machen und kann es dann praktisch biegen. Aber ich habe jetzt hier an den Seiten unschöne Schnitte, weil natürlich klar, der Winkel ist ja 90 Grad und wenn ich das Ganze biege, schaut das sehr komisch aus und ich habe hier große Lücken hier drin. Das kann ich nur damit machen, wegkriegen diese Lücken, wenn ich dann hier das Ganze verschleife, auffülle und verschleife. Schaut aber auch nicht so toll aus. Oder wir machen da einfach hier ein Furnier drüber. Funktioniert auch, schaut auch ganz gut aus, aber wir versuchen heute mal eine andere Variante. Diese andere Variante wird ganz einfach mit einem Fräser passieren, mit einem speziellen Fräser, ja, Aufsatz, oder nicht, kein Aufsatz, sondern einen speziellen Fräser, der vorne spitz zuläuft. Was braucht man denn dafür alles? Eigentlich nicht wirklich viel für das Ganze. Wir brauchen natürlich diesen speziellen Fräser dafür. Ich habe euch da einen richtig günstigen ausgesucht und darauf solltet ihr auch gehen, weil damit geht es mit der Berechnung am einfachsten. Viele andere Fräser funktionieren nicht wirklich dafür, weil sie einen zu großen Radius unten haben. Der hat nur einen 0,5 mm Radius unten, also der Kugelradius, der unten ist, und deshalb empfehle ich euch den. Die anderen wären auch, ganz ehrlich, viel zu teuer dafür. Die werden um die 80 bis 120 Euro. So einen kleinen Fräser habe ich gesagt, nee, geht gar nicht, muss gar nicht sein. Deshalb diesen günstigen. Wir brauchen eine Fräse, eine Handfräse und wir brauchen natürlich ein Brett. Und ich habe heute hier, ich habe ein Eichenbrett besorgt, hier ein schönes langes. Es hat 130 mm Breite, so breit soll das Regal werden. Ich habe 2 Meter Länge und 26 mm Stärke. Ich habe das Ganze mal aufgezeichnet, um auszurechnen, welche Gesamtlänge wir dann haben vom Holz. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber natürlich erst nach der Benutzung des Programms. Aber hier sehen wir schon mal, hier geplant ist ja ein Überstand von 100. Hier oben auch nochmal ein Überstand von 100 mm. Dann habe ich eine Länge hier bis zum ersten Kurve, bis zum ersten Radius 400. Dann habe ich hier oben auch nochmal 400 und hier 300. Um auf die Gesamtlänge zu kommen von diesem Brett, addieren wir einfach diese schwarze Zahlen und kommen dann praktisch auf 1928 mm, was das gesamte Brett von Länge haben wird. Um auf die Breite des Regals zu kommen, könnt ihr auch dann erst später im Programm machen. Da müsst ihr ein bisschen später ein bisschen rumspielen, um auf die passenden Größen zu kommen. Und zwar haben wir ja natürlich hier die Gesamtbreite einmal 100, 400 und 100 und nochmal 100. 100 ergibt auch dieses Programm. Das zeigt dann an, wie breit diese Kurve dann wird, dieser Radius hier wird, wie breit er praktisch wird, bis zu dieser Außenkante. Und dann einmal, zweimal, dreimal und viermal und somit kommen wir auf die komplette Breite von 700. Zur Höhe muss ich später nochmal was sagen, denn ich habe bei Tests festgestellt, dass da unterschiedliche Sachen rauskommen können. Deshalb werde ich das aber später nochmal erklären. Also, wir gehen jetzt mal an den Rechner und werde das Ganze mal mit euch gemeinsam eingeben. Regal bauen mit Biegung an einem Stück heißt auch Mathematik. Jawohl. So, wir sind jetzt mal am Rechner. Was haben wir denn für Daten? Die Daten sind erstmal das Wichtigste, was wir brauchen. Und zwar hier, der Fräser hat eine Gradzahl von 4,7 Grad und hat einen Radius von 0,5 mm, der Kugelradius vorne. Das Holz hat 26 mm und diese Daten, das ist das Wichtigste, was wir erstmal brauchen. Was müssen wir denn berechnen für das andere Programm? Wir müssen die Nutbreite berechnen. Genau. Und zwar, wir haben ja ein Material von 26 mm. Jetzt haben wir ja, das könnt ihr natürlich selber berechnen, wie ihr wollt. Also ich lasse jetzt hier mal bei diesem Versuch, lasse ich 2 mm Material stehen. Diese 2 mm, die werden nachher dann praktisch
gebogen und es gibt dann die Außenseite des Regals, die zu biegende Außenseite. So, wenn man das jetzt abzieht, kommen wir auf eine Frästiefe von 24 mm. Jetzt haben wir aber natürlich, diese Frästiefe stimmt ja noch nicht ganz, weil der Fräser hat einen Radius von 0,5. Das ist praktisch vorne der Kugelradius, der hat von 0,5 mm. Die müssen wir auch noch abziehen. Somit kommen wir auf 23,5 mm. Und jetzt ist einfach mal das P, das brauchen wir nämlich im nächsten Programm. So, jetzt haben wir noch einen Winkel, diesen Grad, und zwar müssen wir den nachher auch noch eingeben. Und zwar brauchen wir hier den doppelten Flankenwinkel. Ihr wisst ja, es ist ja ein rechtwinkliges Dreieck praktisch hier, dieser Fräser. Und da brauchen wir beide Seiten, damit wir die Nutbreite berechnen. Also das heißt 4,7 mal 2, dann kommen wir auf eine Gradzahl von 9,4 und das ist der doppelte Flankenwinkel. Gut, so, mit diesen Daten 9,4 und 23,5 gehen wir in das Programm, was ich euch gesagt habe. Hier, das ist ein Rechner für rechtwinklige Dreiecke, werde ich euch natürlich unten verlinken. So, jetzt haben wir hier das P und da geben wir jetzt einfach mal die 23,5 ein und wir haben jetzt noch zweite Daten, wir haben das hier und da haben wir ja gesagt, dass wir die 9,4 eingeben. So, Alpha, das ist hier Alpha, der Winkel 9,4. Und somit haben wir hier eine Höhe C, die müsst ihr euch merken, von 3,89. Die schreibt ihr euch jetzt einfach mal auf. Höhe HC ist gleich 3,89. So, jetzt sind wir aber noch nicht ganz fertig. Und zwar, wie gesagt, wir haben hier einen Radius unten und der ist ja auch bloß die Hälfte. Das heißt, wir müssen den Ganzen nochmal 2 nehmen. 2 mal den 0,5 mm Radius. Und somit kommen wir auf eine Gesamtnutbreite von 4,89 mm. Das schreibt ihr jetzt euch auch nochmal auf und somit können wir dann ins andere Programm wechseln, das ich euch jetzt zeige. Ich werde euch das natürlich auch unten noch verlinken, dieses Programm. So, wir wollten ja eigentlich eine Höhe von 200 mm hier haben. Da müssen wir jetzt einfach hier mal den Curve Radius Outside, müssen wir jetzt einfach mal mit 100 eingeben. Es ist einfach jetzt so 180 Grad wollen wir die Biegung haben. Jetzt machen wir mal ganz kurz Calculate, was da passiert. Jetzt schaut mal, was hier passiert. Hier haben wir eine Höhe von 200 angegeben, was wir eigentlich wollten. Und jetzt seht ihr aber schon, hier haben wir die Schnitte relativ groß auseinander. Das würde jetzt so ausschauen, wenn man das Ganze mit der Kreissäge machen würde. So, jetzt haben wir hier noch ein kleines Häkchen, das können wir mal setzen. Und jetzt seht ihr schon, okay, da ist jetzt eine Spitze drin. Aber jetzt ist es natürlich klar, hier wird kein Radius berechnet. Das heißt, wir haben ja an diesem Fräser einen Radius von 0,5. Also das heißt, wir hätten hier noch einen Millimeter oben. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eine kleine Kugel, wenn man es in groß sieht. Und da haben wir einfach noch einen Millimeter Luft. Das können wir leider hier nicht eingeben. Deshalb berechnet das Programm das Ganze mit einer wirklich absoluten Spitze. Aber gut, hier können wir jetzt wir haben ja das Ganze berechnet hier mit 4,89 Nutbreite. Die werden wir jetzt einfach mal hier eingeben. 4, Achtung, Punkt, nicht Komma, 8,9 Nutbreite und wir haben eine Holzstärke von 26 mm und wir wollen 2 mm stehen lassen. So, jetzt drücken wir mal das Ganze auf Calculate und jetzt seht ihr schon, was passiert. Es gibt das Programm hier an 17 Schnitte, hier seht ihr es, 17 Schnitte und gibt hier genau die Daten an, wo ihr schneiden müsst. Also ihr legt da praktisch dann das Lineal an und messt das Ganze ab. Und hier steht dann genau drin, wo eure Schnitte sein müssen. Und so sollte es am Ende eigentlich rauskommen. Aber wie ich schon gesagt habe, wir haben hier eine absolute Spitze drin. Und wir haben nicht diesen Radius, den wir hier eingeben können von diesem Fräser. Also werden wir hier oben immer einen kleinen Spalt haben, aber einen minimalen Spalt haben. Aber das werden wir dann, denke ich mal, einfach später sehen, wenn wir das Ganze fräsen. Und ich werde dann später entscheiden, ob wir 17 oder 16 Schnitte machen. Das Programm gibt aber 17 vor. Ja gut, jetzt habt ihr das Ganze schon mal gesehen. Hier haben wir eine Höhe von, also das ist dann praktisch die Breite von dem Ganzen. Wenn man es jetzt aufrecht hinstellt, haben wir eine Tiefe oder Breite von 100 mm. Die müssen wir auch noch uns merken.
Und wir haben hier einen Outside-Radius von 314, den müssen wir uns auch nochmal merken. Und gut, jetzt denke ich mal, gehen wir einfach mal an die Vorrichtung bauen, weil wir brauchen nämlich noch eine Vorrichtung, damit wir den Fräser richtig führen können. Also ab ans Holz. Ganz schön kompliziert das Ganze, oder? Ich hoffe, ihr versteht, was ich Ganze meine. Also ein bisschen Mathematik muss man können, aber mit den Programmen überhaupt kein Problem. Und ich hoffe, ihr habt jetzt alles verstanden, was ich gesagt habe. Wenn nicht, schreibt es unten einfach in die Kommentare rein. Gut, Leute. So, wir haben ja hier eine komplette Länge von diesem Holz, von diesen knapp 2 Metern. Und damit wir die Fräse hier richtig oben auf diesem... diese ganze Kabelgeschichte hier. Damit wir diese Fräse hier richtig führen können, damit wir nicht verrutschen, müssen wir uns eine kleine Vorrichtung bauen. Das kann ich euch auch nur empfehlen, das Ganze zu machen, denn ihr werdet das Ding nicht gerade durchziehen können. So Leute, schaut, das meine ich damit. Hier, das sind die gleichen Höhen hier. Und hier kommt dann eine Leiste rüber, hier kommt noch eine Leiste rüber. Wird dann festgeschraubt oder getackert und dann habt ihr hier die Möglichkeit anzusetzen und die Fräse hier genau im Winkel runterzuziehen. Aber dafür müsst ihr natürlich, das müsst ihr gleich machen am dümmsten, und zwar müsst ihr hier anzeichnen, wo der Fräskopf runterkommt und müsst da noch eine kleine Ecke aussägen. So, das Ganze habe ich natürlich mit dem Forstnerbohrer gemacht, ist ganz einfach, anzeichnen, Forstnerbohrer, einklemmen und das Ganze machen. So, jetzt müssen wir natürlich das Ganze absolut hundertprozentig im rechten Winkel machen. Dazu nimmt ihr einfach jetzt hier einen Schlosserwinkel, legt das Ganze an, setzt das hier an, setzt das andere an hier, passt, schön drücken, zack, zack. So seht ihr, das könnt ihr dann das Ganze verschieben. Dann hoffentlich ist es auch richtig gesägt bei euch. So, jetzt müssen wir das zweite natürlich auch noch hinmachen. Und das müssen wir dahin machen, wo natürlich die Fräse so breit wie die Fräse ist. Und es kommt dann hier hin. So, fertig. Und jetzt können wir mal schauen, ob das überhaupt dann über das Holz geht. Jawohl, passt. Und es darf halt einfach nicht mehr wackeln. Das muss einfach keine Luft mehr haben, muss aber trotzdem durchlaufen. Und jetzt mal schauen, ob die Fräse durchgeht. Ja, geht perfekt durch. Optimal, kann man hier ansetzen und dann vorsichtig durchziehen. Perfekt! Jetzt können wir das Ganze übertragen aufs Holz. Und zwar bei meinem Regal wird es ja so, dass ich 100 überstehen habe. Dann kommt diese 400er, das heißt 500 muss ich jetzt reinmessen und hier geht der erste Schnitt los um die Kurve hier rum, um den Radius rum. Also das heißt 500 reinmessen, habe ich schon gemacht, habe meinen Schlosserwinkel hier angesetzt, habe erstmal einen Strich gezogen und zwar, da ist es wurscht, um einen Millimeter hin oder her verrutscht, aber deshalb mache ich ihn fest, weil wir müssen ab jetzt hier wirklich super genau arbeiten und genau arbeiten werde ich auch nicht mit einem ganz normalen Bleistift oder mit was auch immer. Das sind einfach zu dick. Ich werde hier ein Anreißmesser nehmen. Ihr könnt auch einen Anreißstift benutzen. Hier, dieser kleine hier, die sind sehr genau und da kann ich hier viel besser anreißen. Das heißt, wir werden jetzt bei 18, der erste Schnitt soll bei 18 mm sein. Deshalb gehen wir hier auf die 18. Setzen jetzt erstmal das Messer bei 18 an. Dann nehme ich einen anderen Schlosserwinkel, das muss ich mal von der Seite arbeiten. Und gut festhalten und dann reißt ihr euren ersten Schnitt an. So, jetzt haben wir unseren ersten Schnitt drin. Ich werde dann nochmal mit dem Bleistift nachziehen, wenn er spitz genug ist. Dann müsst ihr anschleifen, so richtig schleifen, nicht spitzen, sondern anschleifen. Dann passt sie auch da rein. Schaut mal, wie schön der Strich ist. Gut, und jetzt könnt ihr ja immer wieder dran ansetzen hier, weil das ist ja fest hier und somit habt ihr immer exakt den gleichen, oder was heißt exakt, die Maße hier und verrutscht nicht mal um einen Millimeter, denn nämlich der zweite Schnitt wird bei 35 sein und dann setzen wir das Ganze wieder hier an, obala, das ist das Falsche, 35 und werden dann hier den nächsten Schnitt machen
oder beziehungsweise anreißen. Und so werden wir jetzt die ganzen 17 Schnitte einfach hier anreißen und anzeichnen. So Leute, wir haben das Ganze jetzt mal hier aufs Holz übertragen, diese Geschichte hier. Ich habe trotzdem, ich muss euch gleich noch mal was sagen, und zwar ich habe schon bis 314 hier raus, das ist exakt 314. Das ist aber nicht der letzte Schnitt, das ist bloß die letzte Kante hier hinten. Das sind jetzt 17 Schnitte, die da angegeben wurden im Programm. Ich habe da aber jetzt eine kleine Vermutung, weil so bei einem Lattentest, was ich gemacht habe, war es ein bisschen zu viel. Deshalb würde ich jetzt euch, oder ich mache das jetzt einfach mal so, ich versuche das ja selber. Ich werde jetzt hier zwar 17 Schnitte aufzeichnen, ich werde aber nur 16 Schnitte machen. Auf der Rückseite werde ich auch nur 16 Schnitte, aber 17 aufzeichnen. Das hat den Hintergrund, dass ich ja an diesen Fräser noch einen minimalen 0,5 mm Radius habe und der ist da im Endeffekt nicht wirklich mit einberechnet in diesem Programm, weil dieses Programm gibt ja hier eine komplette Spitze aus. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Diese Spitze hier auf der Zeichnung hier, da ist ja kein Radius berechnet, das kann ich da nicht eingeben. Sollte es dann passen, wenn wir das einfach mal biegen mit den 16 Schnitten, kein Problem, alles gut. Wenn es dann doch zu wenig ist von den Schnitten her, dann können wir nochmal nachträglich einen Schnitt reinmachen. Aber wir machen jetzt einfach 16 Schnitte und da muss ich auch noch was dazu sagen, diese Maße sind ja alle auf- und abgerundet. Das heißt, hier sind zum Beispiel immer 18, 18, 18, 17, 18, 18, 18, 17 und das sind jetzt nicht die gleichen Maße. Deshalb muss ich hier an meiner hier unten einen Strich noch ziehen und der muss genau dahin, wo ich dann praktisch fräse. Und das mache ich dann so, dass ich den Fräser hier einfach ansetze und das genau auf die Linie zeichne, diesen Fräser hier, und dann einfach hier das Ganze festzwinge. Das passt jetzt. Und dann einfach einen Strich machen. Und diesen Strich, den reißt sie auch wieder an. Wo ist jetzt mein Werkzeug? Hier ist mein Werkzeug. Den reißt sie auch wieder an und könnt dann hier einen Strich hinmachen, damit ihr immer wisst, wo ihr richtig ansetzt. Boah, so, fertig. Leute, ich habe jetzt beide Seiten drin. Einmal die Seite, einmal die Seite. Es ist schon ganz schön blablabla, wubbelig. Gottes Willen. Nichts kaputt machen. So, wir müssen jetzt Wasser warm machen. Ich bringe jetzt erstmal ein bisschen Wasser zum Kochen. Dampf, Bügeleisen könnt ihr nehmen. Was auch immer. Ich mache es mit warmem Wasser. Nur das Problem ist, wo tauche ich dieses Ding hier ein? Ich habe noch keine Ahnung. Ich glaube, ich muss es auf zweimal wässern. Also eine große Wanne habe ich gar nicht. Wir werden sehen, ich mache Wasser warm, auf geht's. So, ich habe jetzt hier so eine kleine Wanne. Und jetzt schauen wir mal, muss ich halt auf zweimal machen. Also wie gesagt, ich habe jetzt 16 Schnitte gemacht. Und wir müssen im Endeffekt jetzt erstmal probieren, ob es funktioniert. Jetzt kippe ich da mal in die ganzen Rillen heißes Wasser rein. Soll sich da ruhig ein bisschen vollsaugen. So,
Jetzt drücke ich schön rein ins Wasser noch und warte ein bisschen, damit sich das richtig vollsaugen kann. Jetzt habe ich es mal 10 Minuten einweichen lassen und jetzt machen wir den ersten Versuch. Und jetzt, oh weia, oh weia, oh weia. Wow, 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 wow. Hey, Wahnsinn. Eide, guck. Gebt euch das mal. Ja, ist das Wahnsinn. Jetzt guckt euch das mal an, wie schön das hier wird. Wow, wow, wow. Gut, jetzt müssen wir das Ganze aber, bevor wir das Ganze ein bisschen einspannen, jetzt können wir das ja rausnehmen, das wird ja nicht so schnell trocken. Jetzt müssen wir das Ganze nämlich auf der anderen Seite machen. Und deshalb müssen wir das Ganze umdrehen und das Gleiche nochmal hier machen. Gut. So, das reicht jetzt doch für einen Tisch hier. Und zwar werde ich das Ganze... Wow, 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 wow. Geil, geil, geil. Schaut's mal. Ha, ist das mega. Okay, ich habe jetzt hier gemessen. Es sind 13 cm bei mir hier zwischendrin. Das stimmt zwar nicht jetzt 1000%ig mit unseren Daten, die wir in dem Programm hatten, aber es macht es so. Und zwar ist ja hier der letzte Schnitt, hier der letzte Schnitt. Und dann habe ich jetzt Klötze zugesägt. Diese Klötze sind genau 13 cm lang und die tun wir jetzt genau an diesen Schnitt hin, hier hin und hier hin an den Schnitt und drücken das jetzt genau an diesem Schnitt zusammen. Genau. Dann machen wir hier mal, fixieren wir es mal. So, und jetzt kommen nochmal 3 Klötze. Einen dann hier hinten. Einen hier nochmal an diesem Schnitt. Und diesen Schnitt hier, dass es halt schön eben aufliegt. Jawohl. Auch mal fixieren. Da bräuchte eigentlich 5 Hände dazu. Warum hilft mir keiner? So. Hier an dem Schnitt, an dem Schnitt. So. Und jetzt machen wir dann noch hier einen hin. Und hier. Die fixieren wir auch und lassen das Ganze trocknen. So, das Ganze ist getrocknet. Ich habe es jetzt gerade eben aufgemacht. Leute, ich werde euch nachher diese 16 und 17 Schnitte, diesen Unterschied werde ich euch nochmal erklären. Denn es gibt einen Unterschied, den habe ich jetzt selber erstmal rauskriegen müssen. Warum genau? Deshalb ist mein Regal ein bisschen kleiner geworden. Aber das werde ich euch nochmal sagen. Wir werden das Ganze jetzt erstmal verleimen. Da werden wir jetzt, man kann das jetzt nämlich schon noch aufklicken. Es geht ja nur darum, dass das Holz jetzt erstmal trocken war. Und jetzt können wir es verleimen. Also, das werden wir jetzt einfach mal machen.
Schaut's mal, wie geil das ausschaut. Das ist mega. Mich freut's voll. Es ist richtig cool geworden. Ich habe es noch richtig schön geschliffen. Nochmal zwischendrin gewässert. Puh, das war jetzt viel Arbeit und habe noch Aufhänger hinten rein. Leute, ich werde natürlich euch alles, was ich in diesem Video verwendet habe, unten in der Videobeschreibung verlinken. Nicht, dass ihr noch groß suchen müsst. Gut, jetzt wird natürlich geölt. Ich benutze wie immer mein Heliacare-Öl. Wer mich kennt, der weiß es. Ich öle sehr gern. Und schieß mal einfach los, da hole ich euch mal her und ich werde nachher natürlich nochmal besprechen, was der Unterschied zwischen 17 und 16 Schnitte ist. Ich weiß es jetzt. Also, bis gleich. Jetzt noch ganz kurz, bevor ihr das Regal anschauen könnt, der Unterschied zwischen 16 und 17 Schnitte. Ich habe ja 16 Schnitte gemacht, obwohl das Programm 17 angegeben hat. Diese 17 Schnitte sind auf jeden Fall richtig berechnet vom Programm, aber wir haben an diesem Fräser, dieser Fräser hat einen 0,5 mm Radius vorne dran, kleiner Kugelradius. Das heißt, wir müssen das mal 2 nehmen, wir haben 1 mm Schnitt beim Durchziehen. Dieses Programm gibt es ja mit einer absoluten Spitze an, ohne Radius vorne. Da ist kein Radius drin und deshalb passen die Schnitte richtig zusammen. Wenn ich jetzt 16 Schnitte mache, dann komme ich zwar ein bisschen kleiner weg, aber es bildet sich ein kleines V. Das heißt, ich habe unten zu oder beziehungsweise oben zu, das setze hier. Hier in der Mitte habe ich zu und außen habe ich diesen Millimeter Rand. Jetzt kann es jeder für sich selber entscheiden. Wenn ihr 17 Schnitte macht, dann kommt es ja natürlich auf die berechnete Höhe von dem Programm. Sprich, in unserem Fall waren es 200 mm. Also komme ich hier ein paar Zentimeter höher. So schaut das Ganze nämlich aus, wenn ihr das mit 17 Schnitten macht. Und da müsst ihr euch das vorstellen, ich habe ein ganz minimales kleines V drin in diesem Schnitt, einen minimalen V. Und hier sind die Schnitte parallel. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach, presst hier in der Mitte, presst dieses nicht zusammen. Deshalb komme ich höher raus, aber ich habe einen parallelen Schnitt. Das kann jeder für sich natürlich selber entscheiden. Solltet ihr das machen wie ich mit 16 Schnitten, müsst ihr natürlich davon ausgehen, dass das Ding ein bisschen kleiner wird. In dem Fall sind es hier 40 mm, wo das Ding kleiner ist, von dem Programm her abgesehen. So, das war jetzt mal die Erklärung. Ich zeige euch natürlich jetzt noch das Regal. Es schaut richtig cool aus. Natürlich habe ich auch ein paar Fehler gemacht, die werde ich euch aber gleich danach sagen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an hier. Ihr seht jetzt hier leichte Schnitte wie im V-Format. Also die sind eher dann Richtung dorthin, sind sie halt dann wirklich zu und nach oben hin ein bisschen offen. Man sieht sie schon auf jeden Fall. Also Furnieren ist natürlich die beste Wahl. Aber wie gesagt, es war ein Versuch und ich finde es jetzt gar nicht so schlecht geworden, wie das Gesamtregal rauskommt. Wie gefällt es euch? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze findet. Würde mich mal interessieren. Mir gefällt es richtig gut und es wird, denke ich mal, an einer weißen Wand ein richtiger Hingucker werden. Leute, ich habe auch natürlich Fehler gemacht, die möchte ich gerne mit euch teilen. Der erste Fehler war, dass ich... als es getrocknet ist, habe ich noch dieses Brett oder dieses Regal so runtergespannt auf meinen Schweißtisch. Der ist aus Metall, Feuchtigkeit, Eiche, Metall, reagiert ein bisschen arg komisch und deshalb habe ich auf der Rückseite, Gott sei Dank auf der Rückseite, hier diese ekelhaften Flecken. Ist ganz klar, ich war total deppert, ich habe da gar nicht dran gedacht. Ist aber ganz logisch, dass das passiert, weil dort durch den hohen Gerbanteil der Eiche passiert es einfach. Das zweite, was ich noch anders machen würde, wäre vielleicht ein anderes Holz noch nehmen. Denn Eiche, ich sage jetzt mal so, ihr seht ja hier die Schnitte trotzdem. Ich konnte es jetzt nicht wirklich richtig verschleifen, weil die Schnitte doch dunkel sind. Und das kann ich mir halt einfach erklären, wenn das jemand besser weiß, dann schreibt es mal unten in die Kommentare bitte rein. Und zwar sage ich, dass es durch den Feuchteanteil der Eiche, des Leims, und der Eiche in Verbindung, dass der Leim einfach zu dunkel wird. Dass der dunkel durchscheint, weil das soll ja eigentlich transparent sein
Und bei meinen anderen Versuchen hat es einfach funktioniert, dass man diesen Leim nicht wirklich mehr gesehen hat. Und wenn man den dann wirklich noch bearbeitet hat und drüber geschliffen hat, hat man diese Schnitte gar nicht mehr gesehen so richtig. Das waren aber mit Fichte, mit anderen Arten von Holz und nicht mit einer Eiche. Deshalb würde ich in Zukunft, oder wenn ich nochmal so ein Regal mache, vielleicht doch eine andere Holzart wählen. Aber wer das weiß, schreibt es doch mal rein. Aber ich bin jetzt mal ehrlich, so richtig stören tun mich die Schnitte nicht, weil so arg sieht man sie nicht. Sie sind zwar ein bisschen dunkler als die Eiche, aber ja, ist nicht so schlimm. Wird es euch stören? Schreibt es mal rein, würde mich interessieren. Aber wenn ihr nochmal Fragen habt, ich weiß, es war heute ein verdammt langes Video, aber sorry, es ist einfach erklärungsbedürftig und ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, stellt einfach die Fragen unten in die Kommentare rein. Ich versuche das Ganze zu beantworten. Das Regal wird jetzt demnächst aufgehängt und ich freue mich über ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, über einen Daumen hoch und die kleine Glocke nicht vergessen zu abonnieren. Dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Servus!